Hallo Leute, mein Name ist Ralf und ich möchte mit euch heute ganz gerne mal über ein Thema sprechen, was mich die letzte Zeit beschäftigt hat, und zwar über die Lager, die in dem Tronxy X5SA Pro verbaut sind. Und zwar geht es um die Lager, die auf dem X- und Y-Rail verbaut sind. Wie ihr ja wahrscheinlich mitbekommen habt, bei mir sind auf der X-Schiene die Lager kaputt gewesen, beziehungsweise 3 von 4 waren kaputt. Und ich habe dann halt versucht, mit Tronxy Kontakt aufzunehmen, was nicht so glücklich verlief, um es mal so auszudrücken, denn nachdem ich da sehr lange rumdiskutiert habe, haben sie dann halt damit rausgerückt, dass sie dann doch diese Lager vertreiben können oder könnten, wenn sie wollten. Und dass sie allerdings so viel Geld für ein Lager haben wollten, dass ich im Prinzip bei diversen anderen Online-Händlern 10 dafür kriege, für eines von ihnen. Und da die Qualität ja nur ähnlich ist, teilweise vielleicht sogar schlechter von ihnen selber, wie ich jetzt festgestellt habe, bei denen, die ich bekommen habe, möchte ich euch halt ganz gerne mal zeigen, welche Lager das sind. Ich muss es halt jetzt hier auf einer Plattform zeigen. Deswegen muss ich die Werbesendung auch einblenden, damit sich keiner wundert. Also ich bekomme für das Video kein Geld. Ich möchte auch hier keine Werbung für irgendeine Plattform machen. Es geht halt einfach nur darum, dass dort auch in der Beschreibung die ganzen Maße und alles drin stehen, damit ihr direkt wisst, was ihr im Endeffekt kaufen müsst, wenn ihr das gleiche Problem habt. Und ich gehe davon aus, dass das Problem mit Sicherheit bei mehreren Leuten auftritt oder beziehungsweise auch bei vielen schon aufgetreten ist, die eventuell auch selber nach den Lagern gesucht haben. Ich habe nämlich leider dazu recht wenig gefunden und deswegen möchte ich das auch jetzt gerade mal veröffentlichen, damit jeder es auch sehen kann. So, ich würde sagen, ich nehme euch mal auf den Bildschirm und dann schauen wir uns das Ganze mal an. So, auf dem Bildschirm angekommen. Ja, wie gesagt, einer der Online-Händler. Ich werde den Namen jetzt nicht nennen, weil sonst kommen wieder irgendwelche Kommentare, dass ich ja doch Geld dafür bekommen werde oder sowas. Ist alles schon passiert. Es ist auf jeden Fall so, dass diese Lager sich SG15U schimpfen. Also das ist im Prinzip auch genau das Lager, was im Tronxy verbaut ist. Es ist nur so, dass diese Lager jetzt gerade, die habe ich zum Beispiel auch bestellt, nicht verchromt sind. Die sind halt einfach nur blankes Lagermaterial und sind ein bisschen poliert, aber eben nicht verchromt. Was aber überhaupt kein Problem ist, es muss gar nicht sein, weil das Chrom ist bei mir zum Beispiel von den Lagern recht zügig abgeblättert und hat dann ja so, ich sag jetzt mal, die Schienen verkratzt, verdellert, wie auch immer man das nennen möchte. Und deswegen finde ich diese Variante hier sogar schöner, wenn da kein Chrom drauf ist. Und hier sieht man auf jeden Fall auch schon mal die kompletten Maße, die wir brauchen für das Lager. Ganz wichtig ist, ich habe bei einem anderen Online-Versandhändler gesehen, dass hier bei Guide Rail Diameter 5 mm stand, obwohl das ein SG15 war. Ich weiß nicht, ob da einfach nur ein Schreibfehler drin ist oder ob das wirklich der Fall war. Diese würden natürlich nicht passen, weil in dem Tronxy sind 6 mm Stangen verbaut auf den Rails. Das heißt, es muss auch definitiv ein Lager sein, was 6 mm hat. Ansonsten kriegt ihr da massive Probleme, weil dann läuft das Lager nämlich nur auf den Spitzen und ist wahrscheinlich dann auch ruckzuck defekt und wahrscheinlich auch dann die Stange ruckzuck defekt, weil das schneidet ja dann dort ein. Ja, was bleibt dazu noch zu sagen? Es ist ein Doppelkugellager mit einem einfachen Kugelkäfig. Das ist hier auf dem Foto jetzt nicht so schön zu sehen. Das habe ich aber gesehen bei einem, wo ich das zerlegt habe. Und da gibt es halt auch eigentlich keine Probleme. Und die ich jetzt bekommen habe, sind fast annähernd spielfrei. Also ich habe sie festgeschraubt, ich habe auch dran gewackelt, ich habe auch jetzt hinterher an der X-Schiene gewackelt. So wenig Spiel hatte die vorher noch nicht mal und da war sie deutlich härter eingestellt. Also sie ist jetzt sehr weich eingestellt vom Schieben her. Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie lange sie halten, wie gut sie halten und wie viel im Endeffekt durchlaufen kann, ohne dass sie Probleme machen. Das wird sich halt jetzt zeigen. Es ist heute im Prinzip alles zusammengebaut worden in der Richtung. Darüber gibt es dann auch noch mal ein extra Video. Und das werde ich dann auch noch in der Infokarte verlinken, wenn das Video online ist, damit ihr quasi direkt da auf das Video kommt von hier aus und auch direkt seht, wo ihr hin müsst.
oder beziehungsweise was halt dann im Endeffekt beim Probedrucken und so passiert ist. Ja. Ansonsten gibt es eigentlich zu den Lagern recht wenig zu sagen. Sie sind halt auf jeden Fall in einem Preisrahmen, der okay ist. Bei Tronxy war es nicht so okay. Die wollten $5 für ein Lager haben und ich glaube plus Versand das Ganze. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich habe den Chat jetzt nicht mehr ganz so genau im Kopf, weil nachdem ich die $5 gehört habe, habe ich das Gespräch auch relativ schnell beendet, weil es ist ja nun keine NASA-Hochleistungstechnologie, die dort verbaut wird. Es ist ein einfaches Kugellager, was halt seinen Dienst erfüllen muss und wenig Spiel haben sollte. Aber ich glaube, hier gibt es auch keine ABEC irgendwie Betitelung, welche Toleranzklasse diese Lager jetzt haben oder ob es da verschiedene Toleranzklassen gibt. Von daher, ich bin mit denen hier ganz gut gefahren. Den Link werde ich auch unter das Video setzen. Und dann könnt ihr euch das selber auch angucken und könnt schauen, wie viele ihr halt bestellen wollt oder ob ihr halt mal Tabula Rasa machen wollt bei dem Drucker, damit halt Ruhe ist für längere Zeit. Das ist dann im Endeffekt komplett euch überlassen. Den Link werde ich auch ohne Affiliate oder sowas drunter setzen. Also auch da einfach nur ein Bitly-Link, damit ich halt sehe, wie viele Leute überhaupt Interesse daran hatten, was ich dann hier quasi mit den Lagern online gesetzt habe. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst.